Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute habe ich euch meine himmlisch leckere Marzipan-Eierlikör-Sahnetorte mitgebracht. Schon allein der Name lässt einen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Eine Torte, die perfekt geeignet ist für die Herbst- und Winterzeit, natürlich auch für Advent und Weihnachten. Und sie besteht aus meinem Biskuit, verfeinert mit Eierlikör. Die genauen Zutaten findet ihr wie immer bei mir auf dem Blog. Und dann ist sie gefüllt mit einer fantastischen Eierlikör-Mascarpone-Sahnecreme und natürlich auch den wundervollen Marzipanböden und obenauf eben die Dekoration aus Marzipan. So festlich und schön. Schokolade und Belegkirschen, wenn man möchte. Wir starten mit dem Schneiden der Böden, machen uns dann gleich an die Creme und ans Füllen der Torte. Also das geht relativ schnell, weil wir den Boden ja schon vorgebacken haben. Auskühlen lassen vollständig auf einem Kuchengitter in der Form und dann im Kühlschrank abgedeckt lagern über Nacht. Das ist die beste Variante. Dann kann man ihn wunderbar am nächsten Tag nämlich schneiden. Ein Biskuit ist am gleichen Tag zu schneiden immer etwas komplizierter, weil er noch so fluffig und luftig ist und dann krümelt er leicht. Deswegen machen wir das lieber so. Und dann haben wir auch nicht so viel Stress am Fülltag. Es ist immer besser, eine Torte über mehrere Tage verteilt herzurichten. So, zweimal bin ich jetzt rumgegangen. Das sollte reichen. Machen wir uns mal auf hier. So, ihr seht, das ist der wunderschöne Eierlikör-Biskuit. Mein helles Biskuitrezept, einfach mit 100 Milliliter Eierlikör, verfeinert, am Schluss noch untergehoben und ansonsten die Zutaten so ein bisschen angepasst an die zusätzliche Flüssigkeit. Das seht ihr bei mir auf dem Blog. Einfach noch etwas mehr Mehl und etwas mehr Zucker. Ansonsten ist das Rezept ganz gleich. Den werden wir uns jetzt mal schneiden, zweimal horizontal, sodass wir 3 Böden haben. Sehr schön. Er ist nicht ganz glatt geworden. Irgendwie hatte ich die Form nicht richtig auf dem Blech stehen, so etwas schräg. Deswegen hat er einen leichten Hubbel. Ich stelle mein Messer auf 1 cm hier ein und dann kann ich auch wunderbar durchschneiden. Da ist der wunderschöne Eierlikörboden. Dann schneiden wir uns nochmal durch. Nochmal 1 cm oder vielleicht, wir nehmen jetzt mal 1,5. Das ist eben das Gute an diesem Messer. Das kann man sich einstellen auf 0,5 cm Schritte und die Böden entsprechend so ein bisschen variieren. Wunderschöner Boden, fantastisch. Nummer 2 und dann haben wir noch Nummer 3. Und da nehme ich jetzt, die Backhaut ist nicht ganz gerade, deswegen nehme ich sie ab. Das ist natürlich schade. Oder ich gehe auf 2 cm und nehme nur einen Teil ab. 2 cm habe ich jetzt das Messer eingestellt. Und dann komme ich da mit einem geraden Boden auch hin. Wenn ihr gerade gebacken habt, müsst ihr vielleicht den dritten Boden auch nicht mehr schneiden. Das wäre aber eigentlich schade drum. So, dann haben wir unsere 3 Böden. Sehr schön. Diesen Boden werde ich natürlich als obersten Boden dann nehmen, weil der am glattesten ist. Mittlerer Boden, unterster Boden. So, dann können wir schon unsere Sahne-Eierlikör-Creme herstellen. 400 Gramm kalte Schlagsahne in eine große Schüssel geben. Und dann habe ich hier 3 Tütchen Sahnefest. Das sind 24 Gramm. Und da gebe ich einfach noch ein bisschen Zucker dazu. Kann Vanillezucker sein, muss aber nicht unbedingt, kann auch einfach normaler Zucker sein. 2 Esslöffel, sagen wir mal, gebe ich dazu. So, und dann kann man das so ein bisschen miteinander schon verrühren, damit wir das gleich gut während des Schlagens so die Hälfte schon mal dazugeben können. Und dann heben wir am Schluss noch Mascarpone und Eierlikör unter die Creme. Kurz anschlagen und dann hinzurieseln lassen. So, noch nicht ganz steif schlagen natürlich, denn wir wollen ja noch den Mascarpone-Käse darunter geben und unser restliches Sahnefest. Jetzt gebe ich erstmal noch einen Teelöffel Vanilleextrakt hinzu, einen Teelöffel restliches Sahnefest mit Zucker, Eierlikör, 50 Milliliter. Das gerade erstmal mit unterrühren und dann den Mascarpone hinzu. Und jetzt die 250 Gramm Mascarpone noch dazugeben, mit untermixen und dann ist unsere Creme auch schon fertig. Und noch richtig schön steif schlagen.
wunderbare Creme ist entstanden. Sehr lecker. Wir können sie noch abschmecken. Einfach gerade ein Löffelchen nehmen und mal probieren, ob es euch süß genug ist. Fantastisch mit dem Eierlikör. Ich mag das. Gerade noch einmal alles schön miteinander verrühren und schauen, ob alles gut drin ist in der Creme, auch von unten. Und ja, es ist eine fantastische Creme. Als Variante kann man sich auch vorstellen, da noch Schokolade drunter zu heben. Aber ich finde jetzt so mit dem Marzipan ist es genau richtig. Und zu Weihnachten oder im Advent kann man auch sehr gut noch Zimt hinzugeben. Jetzt können wir uns das noch kurz kalt stellen und das Marzipan anwirken, um daraus 2 Kreise in Größe unserer Torte auszustechen. So, den Puderzucker 100 Gramm, ein Teil auf die Arbeitsfläche 7. Teil beiseite. Und hier ist mein Marzipan, 400 Gramm Marzipan-Rohmasse. Die zerpflücke ich mir jetzt hier auf den Puderzucker, denn wir werden uns das gleich so etwas anwirken mit den 100 Gramm Puderzucker, damit wir es einfach schön ausrollen können, damit es schön geschmeidig wird und damit es sich auch gut ausrollen lässt. Und den Rest von meinem Puderzucker siebe ich noch darüber und dann kann ich das Ganze schön anwirken. Bis das Marzipan schön homogen mit dem Puderzucker verbunden ist. Das ist jetzt recht ordentlich. Jetzt machen wir noch den Rest, bis einfach der ganze Puderzucker mit untergeknetet ist. Das dauert eine Weile, aber dafür haben wir natürlich auch nachher eine wunderschöne Marzipandecke und einen Marzipan-Zwischenboden in der Torte. So muss ein angewirktes Marzipan aussehen. Zu einer Kugel formen, mehr oder weniger, und ausrollen auf natürlich 26 cm Durchmesser. Und jetzt drücken wir erstmal so ein bisschen. Nicht gleich rollen, das ist zu früh. Und sobald wir das Marzipan so ein bisschen so auf 1 cm haben, da können wir auch anfangen auszurollen. Und immer schön dabei drehen, dass wir einen gleichmäßigen Boden bekommen. Ich habe jetzt meinen Tortenring am Boden abgemessen und drücke den hier gerade rein. So kann ich mir den Boden ausstechen. Hier gerade abnehmen, das überschüssige Material zu dem anderen dazugeben. Und damit er sich jetzt nicht arg verzieht, kann man ihn hier auf einen Tortenretter schon geben. Und dann haben wir unseren ersten Boden fertig. Und wir brauchen natürlich noch einen zweiten, den mache ich jetzt genauso fertig. Den gerade beiseite stellen und dann sehen wir uns wieder zum Füllen der Torte. So, Aufbau ist wie immer Tortendrehplatte, Cakeboard, da empfehle ich euch meins. Das ist wirklich sehr stabil, damit könnt ihr die Torte ohne weiteres verheben. Ist nicht so labberig wie manch ein Tortenretter, die sind oft viel, viel dünner. Eine Tortenpappe und der erste Boden, der darf jetzt hier auf die Tortenpappe gegeben werden. Sehr schön. Und wer es ganz festlich möchte, der kann natürlich auch noch unter diesen Boden einen Mürbteigboden setzen und ein bisschen Aprikotur oder zum Beispiel Preiselbeermarmelade darauf geben und dann den erst draufsetzen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt ein bisschen die einfachere Version erstmal haben. Aber wie gesagt, könnt ihr total gut abwandeln auch. Unseren Tortenring, 10 cm sollte eigentlich reichen. Drum stellen, nicht zu festziehen, festklippen. Jetzt brauchen wir unsere Eierlikör-Mascarpone-Sahne. Ungefähr so viel Sahne, dass so die Dicke eines Tortenbodens entsteht hier. Schön verstreichen. Ich sag mal so 1 cm Dicke reicht uns. Wir wollen jetzt keine 2 cm Sahne haben. Sehr schön. Hierauf folgt jetzt unser erster Marzipanboden. Ganz vorsichtig draufgleiten lassen und sanft andrücken. Muss man natürlich gucken, dass er jetzt nicht zu groß ist, hoffentlich. Sollte an einer Stelle zu viel sein, einfach noch ein bisschen mit dem Messer abnehmen. Eine dünne Schicht Sahne hier auf den Boden geben. Die dient nur dazu, sozusagen den zweiten Boden dann anzukleben, den mittleren Boden. Hier könnt ihr auch, wenn ihr wollt, eine Preiselbeermarmelade nehmen oder eine Aprikotur. Das geht genauso schön, wer etwas Rotes in der Torte haben will. Wirklich nur eine ganz dünne Schicht. So, hierauf kommt nun unser mittlerer Boden.
Leicht andrücken. Wieder eine etwas dickere Sahneschicht aufbringen, aber noch etwas zurückbehalten für das Eindecken des Deckels. Hier wieder unsere Sahne drauf geben, die Eierlikör Mascarpone Sahne. Junge, Junge, lecker. Sehr schön. Hierauf kommt jetzt unser dritter Boden. Ja, manchmal ist es ein bisschen tricky, also den Ring immer nicht so festziehen. Müssen wir ganz, ganz vorsichtig ein bisschen aufmachen. Er ist komischerweise größer als die anderen. Das ist seltsam. So, jetzt haben wir ihn drin. Hierauf jetzt die letzte Sahneschicht. Nochmal glatt streichen. Wieder nur als Kleber sozusagen. Sehr schön. Wir haben alles glatt gestrichen und alle Sahne ist verteilt. Und jetzt kann unser oberes Marzipan aufgelegt werden. Ganz vorsichtig. Vorsichtig andrücken. Wir stellen die Torte erstmal für 1 bis 3 Stunden, vielleicht auch über Nacht. Ich teste das mal für euch, kalt. So, wenn die Torte schön gekühlt wurde, dann können wir uns auch schon die Mandelblättchen ein bisschen in der Pfanne ohne Fett anrösten. Einfach so lange, bis einige schön dunkel sind, nicht zu dunkel. Hitze runterstellen und dann habe ich mir auch gleichzeitig noch die Kuvertüre geschmolzen in der Mikrowelle. Das könnt ihr auch beim Wasserbad machen. 2/3, 1/3 Methode, das heißt schön temperiert. Und damit werden wir gleich dann auch unser Gitter spritzen. So ist dann alles schon vorbereitet. Und die Mandelblättchen müssen ja auch noch ein bisschen abkühlen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Sahne für die Dekoration. Da nehme ich 400 Gramm, 2 Päckchen Sahnefest und 2 Esslöffel Zucker. Das könnt ihr nach Belieben variieren und ja, anschlagen und dann das Sahnefest erst dazu rieseln lassen. Die Sahne zum Einstreichen nicht super festschlagen. Später dann für die Rosetten können wir noch ein bisschen mehr aufschlagen, damit wir einfach die Rosetten schön spritzen können. Aber zum Einstreichen ist es immer besser, noch ein wenig Streichfähigkeit für die Sahne zurückzubehalten. Genau, dann können wir die Torte auch schon eindecken. Die schön gekühlte Torte aus dem Ring holen, vorsichtig. Bei mir war sie jetzt tatsächlich über Nacht im Kühlschrank. Wir schauen mal, wie das Marzipan das aushält, wenn es so eine Nacht drin bleibt. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Marzipan schmilzt ja dann irgendwann, aber es sieht noch gut aus. Ein bisschen lockern. Und da ist unser wunderschöner Rohling sehr, sehr schick geworden. Ja, jetzt kann man natürlich theoretisch ihn so lassen, aber wir werden ihn natürlich noch schön festlich aufhübschen. Das heißt, hier kommt noch unsere Sahneschicht außenrum und unser Gitter, Sahnerosetten, Kirschen oder ihr könnt natürlich auch für die Advents- und Weihnachtszeit dann goldene Kugeln, die bekommt ihr bei mir im Shop, aufsetzen. Das passt auch wunderbar zu dieser Torte, aber ich werde jetzt Belegkirschen verwenden. Also lasst uns starten mit dem Eindecken. Machen wir erstmal eine dünne Schicht außenrum, dass wir hier so ein bisschen die Krümel vom Biskuit binden. Eine erste Schicht habe ich angebracht. Und jetzt können wir noch ein bisschen mehr dran machen, damit einfach da nichts durchschimmert, wenn wir die Mandelblättchen jetzt nicht ganz so dicht setzen. Also einfach noch so, dass wir so vielleicht 3 mm Sahne außenrum haben ungefähr. Und macht sie ruhig anfangs etwas dicker, dann wir ziehen ja noch ab mit der Teigkarte und dann geht da immer noch so ein bisschen was von weg. Und dann gehen wir einmal rum, entweder mit hier unserer Palette, das kann man so machen. Man kann aber auch ganz klassisch die Teigkarte verwenden. Abziehen die Torte. Sehr schön. Dann geben wir uns die Mandelblättchen an die Torte. Ich nehme hierzu eine flexible Teigkarte, da geht es ein bisschen einfacher. Ihr könnt die Torte auch auf die Hand nehmen, wie ein Konditor, und mit der Hand andrücken. Aber bei einer großen Torte ist das immer nicht so lustig. Deswegen schlage ich das so vor. So geht es eigentlich am besten. Die überschüssigen Mandeln kann man dann auch wieder abfegen mit dem Backpinsel und einfach dann nochmal verwenden, nochmal rumgehen.
Wenn ihr zufrieden seid, dann halbwegs dann die Mandeln, die übrig sind, abfegen mit dem Backpinsel. Und dann können wir uns auch schon an das Gitter machen. Die Schokolade ist gefüllt in einen Spritzbeutel. Das ist jetzt ein Einwegspritzbeutel. Und hier schneide ich mir einfach nur eine ganz, ganz dünne Spitze ab. Nicht zu groß, sonst wird das Gitter so grob. Wir wollen es ja möglichst fein haben. Das Ganze auf dem Tortenretter am besten vorher einmal üben, bevor ihr an die Torte geht. Und ich habe mich jetzt für ein Zickzack entschieden. Die Hand zittert, dann gerne auch ein bisschen mit der anderen Hand unterstützen. So, jetzt drehen wir einmal und dann das zweite Zickzack. Ihr könnt natürlich auch ein gerades Muster spritzen. Das ist ganz euch überlassen. Ich finde es so etwas dynamischer. Nun fehlen nur noch unsere Rosetten und die Belegkirschen und dann ist unsere wunderschöne Torte fertig. So, der Spritzbeutel ist gefüllt mit meiner Sahne und wir können uns ja 14 oder 16 Rosetten aufspritzen. Ganz wie ihr es wollt. Ich fange mal hier oben jetzt an. Gehe dann nach unten auf die gegenüberliegende Seite. Dann zur Orientierung hier auf diese Seite. Und auf die andere. Und dann kann man jetzt hier gut 2 oder 3, da müsst ihr schauen, Rosetten dazwischen spritzen. So braucht ihr auch keinen Einteiler jetzt zu nutzen, sonst würde man sich ja jetzt das Gitter beschädigen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt ja hier, ich nehme jetzt mal 3, da muss man halt ein bisschen abschätzen, wo muss ich hin. Und Nummer 3, die letzte. Sehr schön. Super schön. Fehlen nur noch unsere Belegkirschen oder was auch immer ihr aufsetzen mögt. Ich finde es wunderschön so mit den Kirschen. Ich liebe die auch einfach. Aber ich weiß, es gibt Leute, die mögen sie nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Team ihr seid. Team Belegkirschen oder Team Nein, bäh, keine, sondern lieber goldene Kugeln oder sowas. Also mir schmecken sie und ich finde, sie sehen aus wie kleine Juwelen. Ich liebe einfach diesen Effekt auf den Torten und ja, das musste mal wieder sein. Und die letzte Belegkirsche. Wunderschön. Ja, meine Lieben, so ist die Torte nun für mich fertig. Ich bin gespannt auf eure Varianten und wir werden sie gemeinsam probieren. Wunderschön. Ich liebe Marzipantorten. Lasst uns das wunderschöne Stück einmal anschneiden. Und da kommt unsere fantastisch schöne Marzipan-Eierlikör-Sahnetorte. Einfach der Wahnsinn, richtig toll. Tja, meine lieben Sugars, ist das nicht ein Traum von Torte? Wirklich wunderschön festlich. Lasst uns gemeinsam probieren. Sehr, sehr feine, ausgewogene Torte. Ganz schön zart nach dem Eierlikör schmeckend. Wunderbar mit dem Marzipan, auch mit dem Zwischenboden, mit der Schokolade obendrauf. Backt diese Torte, diese schöne festliche Torte einmal nach. Es lohnt sich. Das war meine klassische Marzipan-Eierlikör-Sahnetorte. Ein fantastisch schönes Rezept. Unbedingt ausprobieren. Schickt mir dann gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu wie auch den Link zum Rezept findet ihr unter dem Videotitel in der Beschreibung. Schaut auch unbedingt im Shop vorbei. Dort gibt es neue Angebote zum Reinschnuppern und sich etwas gönnen. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag hier wieder mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß beim Backen. Tschüss!